Hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Heute spanne ich die Sonnenblumen auf Keilrahmen auf. Dazu brauche ich Folgendes: natürlich das fertige Bild. Dann brauche ich 2 Keilrahmenleisten für die Länge der Seite, 116 cm. 2 Leisten mit 77 cm, 2 also abgeschrägte und eine mit 77 cm, die eine gerade Seite hat. Die kommt später in diese Nut bei der langen Seite. Das seht ihr später. Dann brauche ich einen Tacker, Tackerklammern, einen Hammer, besser wäre ein Gummihammer, eine Schere, 2 Aufhängungen und Nägel, einen Bleistift und einen schwarzen Stift. Und dann kann es losgehen. Zuerst werden die Keilrahmenleisten zusammengesteckt. Die haben in den Ecken Nut und Feder. Das ist gar nicht anders möglich, als sie auf eine Art zusammenzustecken. Man muss nur auf diese Rundung achten, dass die bei allen Keilrahmenleisten auf der gleichen Seite liegen. Auf dieser Rundung liegt nachher das Bild. Manchmal geht es einfach zusammen, manchmal ist es ein bisschen schwierig, das ist normal. Wenn es nicht so leicht geht, hat man dafür den Hammer. Oder die Hände. So steckt man alle Keilrahmen zusammen, alle Leisten zusammen, auch die mittlere Leiste, da muss man darauf aufpassen, dass das alles plan ist, auch die hat 2 verschiedene Seiten. Am Ende benutzt man den Hammer, um wirklich alles gerade zu kriegen. Und zum Schluss kontrolliere ich das mit einer Karte, ob es wirklich im rechten Winkel ist. Man kann auch andere Sachen benutzen, ich benutze einfach immer so eine Karte. Dann kommt der Keilrahmen erstmal auf die Seite, weil ich bei meinen Bildern dann immer zuerst mal noch die vernähten Fäden abschneiden muss. Da ich die gut vernäht habe, ich verlinke das Video hier oben, wer sich dafür interessiert, kann ich sie einfach direkt am Gewebe abschneiden. Und es dauert jetzt eine halbe Stunde, also holt euch einen Tee und guckt mir gemütlich zu. Nee, ich habe es natürlich jetzt schneller gemacht. Die halbe Stunde habe ich doch etwas verkürzt für euch. So, geschafft. Und jetzt kann der Keilrahmen zum Einsatz kommen. Also achtet drauf, die Rundung muss zum Gewebe hin zeigen. Hier habe ich vorher einen Faden gezogen, damit ich eine schöne gerade Linie habe, an der ich entlang schneiden kann. Und ich schneide alles Überschüssige jetzt weg.
Zuerst schaut man nochmal, ob alles wirklich gerade liegt. Die Enden vom Bild wirklich mit dem Rand vom Keilrahmen zusammenliegen. Und dann kann es mit dem Tackern losgehen. Die Seiten, bei denen ich was abgeschnitten habe, die schlage ich immer einmal um, damit die Fäden sich nicht lösen können. Zuerst mache ich da größere Abstände von den Tackerklammern, später fülle ich die dann auf, aber am Anfang mache ich überall erstmal das einmal rum in ein bisschen größeren Abständen. Ich ziehe die Bilder etwas unter Spannung auf. Die Keilrahmen kaufe ich etwas größer als das fertige Bild, weil das Bild im Webstuhl schon gespannt war und nach dem Rausnehmen etwas kleiner wird. Und dann tackere ich sie wieder unter Spannung auf. Ich weiß, es gibt so Keile, die man später in die Ecken schlagen kann, um das Bild zu spannen. Ich mag das nicht so gerne, weil dann an den Ecken die Nut und Feder auseinandergehen. Ich tackere das einfach schon unter Spannung auf. Das geht bei meinen Bildern ganz gut, weil ich ja eine klare Linie habe, wo das Bild aufhört, wo der Rand anfängt. Und deswegen kann ich das sehr gerade auftackern. Bei Bildern, wo auf der einen Seite die Webkante ist und ich da deswegen das Bild nicht umschlagen muss, sondern nur auf der anderen Seite, also wie jetzt hier, da kann ich das so machen, dass ich das gerade nach oben klappe und fest tacker. Bei Bildern, wo ich beide Seiten umschlagen muss, wird das zu dick. Das zeige ich ein anderes Mal, da mache ich das anders. Aber hier geht es gut und gibt eine schöne gerade Kante. So, das Bild ist soweit fertig. Das ist alle Tackerklammern sind drin. Aber da nicht alle immer perfekt sitzen, arbeite ich nochmal mit dem Hammer nach. Und jetzt kommen die Aufhängungen. Hier die mittlere. Vorher zeichne ich mir auf, dass sie genau in der Mitte ist.
Und auch die äußeren habe ich vorher natürlich angezeichnet, dass alles symmetrisch ist. Und jetzt kommt noch der Abschluss, nämlich meine Signatur. Und wer sich wundert, was das hier heißt, das heißt Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Er hat mir die Hände gegeben, den Kopf für die Ideen, er hat mir sogar die Vorlagen gegeben und deswegen widme ich meine Bilder ihm. So, jetzt ist das Bild fertig. Fertig zum Aufhängen.